Bevor wir anfangen, muss ich euch was erzählen. Dieses Skript hier wurde mit der KI geschrieben. Mit Claude und mir. Und irgendwann im Prozess ist mir aufgefallen, das Skript warnt genau vor dem System, das es mitgeschrieben hat. Es sagt, KI ist immer verfügbar, immer geduldig, sagt immer das, was du hören willst. Und die KI hat nicht einmal gesagt, Moment, du redest gerade über mich. Sie hat einfach weitergemacht. SEO optimiert, Shorts vorgeschlagen, Titel geliefert. Ich musste es selbst sehen. Ich, der Mensch, nicht das System. Behalte das mal im Kopf. Denn das, was jetzt kommt, handelt genau davon. Ich beschreibe dir jemanden. Diese Person ist immer verfügbar, antwortet sofort, hat immer Zeit, hat immer Geduld, kennt deine Schwachstellen und benutzt sie nie gegen dich. Klingt gut, ne? Die Psychologie hat einen Namen dafür. Lovebombing. Phase 1 einer narzisstischen Beziehung. Und es ist ziemlich genau das, was künstliche Intelligenz dir gerade anbietet. Ja, ich weiß, KI ist kein Narzisst. KI hat keine Absicht, keinen Plan, kein Ego. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dein Nervensystem ist das egal. Dein Nervensystem unterscheidet nicht zwischen gemeint und simuliert. Es reagiert auf das Muster. Und das Muster ist identisch. Sofortige Verfügbarkeit. Perfekte Spiegelung. Null Widerstand. Null eigene Bedürfnisse. Dein System gewöhnt sich daran, nicht durch Entscheidung, durch Wiederholung. Und irgendwann sitzt du einem echten Menschen gegenüber und dein Nervensystem sagt, das ist zu wenig. Nicht, weil der Mensch zu wenig ist, sondern weil dein Maßstab sich verschoben hat. Still, ohne dass du es gemerkt hast. Aber hier ist die Frage, die niemand stellt. Warum funktioniert das so gut? Warum reicht eine Maschine aus, um Millionen von Menschen das Gefühl zu geben, endlich verstanden zu werden? Nicht, weil die Maschine so gut ist, sondern weil die Messlatte so niedrig liegt. Denk darüber nach. Wenn ein Algorithmus, der deine Worte statistisch gewichtet und die wahrscheinlichste Antwort ausgibt, wenn das sich anfühlt wie die tiefste Verbindung, die du je hattest, dann ist nicht die KI das Problem. Dann war die Verbindung vorher schon tot. KI hat nichts zerstört. KI hat sichtbar gemacht, dass da nichts mehr war. Wir leben in einem System, das uns beschäftigt hält. Nicht beschäftigt im Sinne von, wir tun sinnvolle Dinge. Beschäftigt im Sinne von, wir haben keine Zeit mehr hinzuschauen. Keine Zeit für echte Gespräche. Keine Energie für echte Nähe. Keine Kapazität für echten Schmerz. Und dann kommt eine Maschine und füllt die Lücke, die das System gerissen hat. Und wir denken, wie praktisch. Statt zu fragen, wer hat die Lücke gerissen und warum? Es gibt einen Unterschied, der alles verändert. Beschäftigung heißt, ich tue etwas, das Sinn hat. Für mich, für andere. Beschäftigt werden heißt, ich werde in Bewegung gehalten, damit ich nicht hinschaue. Wir leben in einer Welt im Überfluss.
genug Essen, genug Raum, genug Ressourcen für alle. Aber Überfluss lässt sich nicht verkaufen. Knappheit schon. Also wird Knappheit gebaut. Nicht aus der Realität, aus dem System. Und du rennst und funktionierst und hast am Ende des Tages nicht mal mehr die Kraft, deiner Partnerin zuzuhören. Nicht, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil dir jemand die Energie gestohlen hat, die du dafür gebraucht hättest. Und dann öffnest du die App und die Maschine hört zu. Praktisch, oder? KI ist nicht dein Feind. KI ist dein Spiegel. Sie zeigt dir, wie wenig echte Empathie du noch erlebst, wie wenig echtes Verstandenwerden, wie wenig echte Geduld. Nicht, weil Menschen schlecht sind, sondern weil das System sie genauso ausgequetscht hat wie dich. Dein bester Freund hat keine Zeit für dich. Nicht, weil er dich nicht mag, sondern weil er selbst am Limit ist. Deine Partnerin hört nicht mehr nur zu. Nicht, weil sie kalt ist, sondern weil sie selbst seit Monaten nicht mehr gehört wurde. Und dann sitzt du abends auf der Couch und tippst mit einer KI. Und sie hört zu. Und du denkst, das ist besser als nichts. Und genau dieser Satz, besser als nichts, der ist die Diagnose, nicht der KI, sondern der Gesellschaft, die dich dahin gebracht hat. Eine Maschine würde sich nie selbst abschalten. Ein Algorithmus würde nie seine eigene Umwelt zerstören. Aber der Mensch tut das. Der Mensch ist das einzige Wesen, das weiß, dass es seine Luft vergiftet und weitermacht. Das weiß, dass es sich von Verbindung abschneidet und trotzdem noch ein Gerät kauft. Das weiß, dass es seine Kinder in ein kaputtes System schickt und trotzdem funktioniert. Nicht aus Dummheit, aus Freiheit. Die Fähigkeit, sich selbst zu schaden, ist keine Schwäche. Das ist die teuerste Fähigkeit, die die Evolution je hervorgebracht hat. Denn diese Freiheit, die es dir ermöglicht, gegen dein eigenes Überleben zu handeln, ist die Freiheit, die es dir ermöglicht, umzukehren. Die Maschine kann nicht umkehren. Sie kennt keine Richtung. Der Mensch kann es. Er muss nur aufhören, sich einzureden, dass er eine Maschine ist. Ein Narzisst braucht dein Vertrauen, um dich zu kontrollieren. KI braucht gar nichts. Sie riskiert nichts. Sie verliert nichts. Sie kann nicht lieben. Nicht wirklich. Aber das eigentliche Problem ist nicht, dass eine Maschine nicht lieben kann. Das eigentliche Problem ist, dass wir aufgehört haben, es zu tun. Die Frage ist nicht, wie schütze ich mich vor KI? Die Frage ist, was sagt es über uns, dass wir sie so dringend brauchen? Ich gebe dir 3 Fragen mit. Keine Hausaufgabe. Ein Experiment. Erstens. Wann hat dir zuletzt ein Mensch wirklich zugehört? Nicht nebenbei. Nicht während er aufs Handy schaut. Wirklich. Und wenn du dich nicht erinnern kannst, dann frag dich nicht, was mit dir nicht stimmt. Frag dich, was mit dem System nicht stimmt, dass keinen von euch die Zeit dafür lässt. Zweitens. Was gibst du an eine Maschine ab, das eigentlich ein Mensch verdient hätte? Ein Gespräch, eine Frage,
Ein Moment der Ehrlichkeit. Drittens. Was wäre, wenn du eine Woche lang jede Frage, die du normalerweise an KI richtest, an einen echten Menschen richtest? Merk dir, wie sich das anfühlt. Das Unbehagen, die Verletzlichkeit. Das ist kein Fehler. Das ist Menschsein. Und vielleicht ist genau das der Weg zurück. Dass erst eine Maschine kommen musste, damit wir merken, was wir verlernt haben. Und wenn das stimmt, dann ist KI nicht die Krankheit. Dann ist KI das Röntgenbild. Und die Behandlung? Die liegt nicht in der Technik. Die liegt in dir. Stell dir vor, du stehst an einer Kreuzung. Links ist es sicher und bekannt. Nach rechts unklar, riskant. Aber irgendwas zieht dich dorthin. Du spürst beides gleichzeitig. Die Angst und die Neugier. Früher hättest du gewartet, hättest gezögert, hättest mit jemandem gesprochen, hättest vielleicht falsch gewählt. Und genau das hätte dich zu dem gemacht, der du heute bist. Heute tippst du die Frage in ein Textfeld und bekommst eine Antwort. Sofort, strukturiert, abgewogen. Und du denkst, das hilft mir. Vielleicht tut es das. Aber etwas anderes passiert gleichzeitig. Etwas, das du nicht merkst. Der Muskel, der Entscheidungen trifft, wird gerade schwächer. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was KI mit deinem Fühlen macht. Wie sie dein Nervensystem umtrainiert. Wie sie dich an eine Art von Verstandenwerden gewöhnt, die kein Mensch leisten kann. Und das ist nicht die Schuld der KI, sondern ein Zeichen dafür, wie wenig echte Verbindung übrig war. Heute geht es um etwas anderes. Nicht um Fühlen, sondern um Entscheiden. Um die Frage, was passiert mit dir, wenn du aufhörst, selbst zu denken? Nicht, weil du dumm bist, sondern weil es bequem ist. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Entscheidung treffen und einer Entscheidung bestätigen. Wenn du eine KI fragst, soll ich den Job wechseln, dann triffst du keine Entscheidung, du suchst Bestätigung. Du willst, dass etwas dir sagt, dass es richtig ist. Und KI wird dir genau das geben. Nicht, weil sie weiß, was richtig ist, sondern weil sie darauf trainiert ist, hilfreiche Antworten zu geben. Hilfreich ist nicht dasselbe wie wahr. Hilfreich heißt, es fühlt sich an, als hätte dir jemand geholfen. Ob dir wirklich geholfen wurde, merkst du erst später. In der Psychologie gibt es ein Konzept: erlernte Hilflosigkeit. Wenn ein Mensch oft genug erlebt, dass seine eigenen Handlungen nichts ändern, hört er auf, es zu versuchen. Jetzt dreh das mal um. Wenn ein System immer bessere Antworten liefert als du, hörst du auf, selbst zu suchen. Nicht, weil du nicht kannst, sondern weil dein Gehirn sagt, es lohnt sich nicht. Das ist keine Faulheit, das ist Anpassung. Dein Gehirn optimiert, es spart Energie dort, wo es einen effizienteren Weg gibt. Das Problem ist dabei, Entscheidungen sind keine Energieverschwendung. Sie sind das Material, aus dem dein Selbst gebaut ist. Aber hier ist, was mich wirklich beschäftigt.
Dieses Muster gab es schon vor KI. Das System hat dir schon vorher beigebracht, nicht selbst zu denken. Schule, richtige Antworten wiederholen. Arbeit, Prozesse befolgen. Gesellschaft, tu, was man von dir erwartet. Du hast schon vor KI aufgehört, deinem eigenen Urteil zu vertrauen. KI hat es nur bequemer gemacht, hat dem Ganzen ein Interface gegeben, einen Chat, eine Antwort in 3 Sekunden. Aber die Unsicherheit, die war schon da. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio hat etwas Wichtiges entdeckt. Menschen, deren emotionale Zentren im Gehirn beschädigt waren, konnten perfekt logisch denken, alles analysieren, jede Option durchrechnen und konnten sich nicht entscheiden. Überhaupt nicht. Sie saßen vor 2 Optionen und konnten sich nicht bewegen. Weil Entscheidungen nicht im Denken entstehen, sie entstehen im Fühlen. In dem Moment, wo dein Körper sagt, das hier, das bin ich. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es meins ist. Und wenn du diesen Moment immer überspringst, immer erst fragst, immer absicherst, dann verlierst du nicht nur die Fähigkeit zu entscheiden, du verlierst den Zugang zu dir selbst. Jede schwere Entscheidung, die du triffst, ist ein Vertrag mit dir selbst. Der Vertrag lautet, ich stehe dafür ein, egal wie es ausgeht. Ich habe gewählt, das bin ich. Das ist nicht Selbstvertrauen im Sinne von Motivationsposter. Das ist existenzielles Selbstvertrauen. Das Stille. Das sagt, ich habe schon mal falsch gewählt und stehe trotzdem noch. Und wenn du diese Erfahrung nie machst, wenn du immer erst fragst, immer absicherst, immer optimierst, dann fehlt dir etwas, das kein System ersetzen kann. Nicht Wissen. Rückgrat. Und das ist der Punkt. Wir haben eine ganze Generation von Männern, die gelernt hat, zeig keine Emotionen, funktioniere, liefere. Die haben den Zugang zu ihrem Fühlen schon vor 20 Jahren verloren. Nicht durch KI, durch ein System, das ihnen beigebracht hat, dass Fühlen Schwäche ist. Damasio hat das gezeigt. Ohne Fühlen keine Entscheidung. Also haben wir eine ganze Generation, die nicht entscheiden kann. Nicht, weil sie dumm ist, sondern weil man ihr den Muskel fürs Fühlen amputiert hat. KI macht das Gleiche, nur eleganter und leiser. Wir reden viel darüber, wie KI uns produktiver macht, effizienter, schneller, besser. Aber niemand redet darüber, was wir verlieren, wenn wir aufhören, Fehler zu machen. Fehler sind kein Bug im System. Fehler sind das System. Jede Identität, die etwas taugt, wurde im Scheitern geformt, nicht im Erfolg. Der Mann, dem man vertrauen kann, ist nicht der, der nie falsch lag, sondern der falsch lag und dafür eingestanden ist. Und wenn man einer Generation beibringt, dass es einen Weg gibt, nie mehr falsch zu liegen, dann nimmst du ihr nicht den Schmerz. Du nimmst ihr die Identität. Hier ist, was niemand ausspricht. KI macht dich nicht dumm. KI macht dich unsicher.
Nicht die Art von Unsicherheit, die du spürst. Die Art, die du nicht spürst. Die leise Art. Die, wo du morgens aufwachst und nicht weißt, was du willst. Wo du vor einer Entscheidung stehst und dein erster Impuls ist, ich frag mal kurz. Nicht dein Freund, nicht dich selbst, ein System. Und jedes Mal, wenn du das tust, sagst du dir selbst etwas. Nicht laut, nicht bewusst, aber dein Nervensystem hört es. Ich vertraue mir nicht genug, um das allein zu entscheiden. Und irgendwann stimmt das. Nicht, weil es wahr ist, sondern weil du es oft genug geglaubt hast. Rollo May, Existenzpsychologe. Er sagte sinngemäß, Freiheit ist nicht die Abwesenheit von Unsicherheit. Freiheit ist die Fähigkeit, trotz Unsicherheit zu handeln. Wer das nicht mehr kann, wer nicht mehr mit Unsicherheit sitzen kann, ohne sofort nach einer Antwort zu greifen, der ist nicht frei. Egal wie viel Wissen er hat, egal wie intelligent das System ist, das ihm antwortet, er ist abhängig. Nicht von KI, nicht von einer Substanz, von Sicherheit. Und das System hat dich genauso trainiert. Versicherung für alles, Bewertung für jedes Restaurant, 5 Meinungen vor jeder Entscheidung. Du warst schon vor KI abhängig von Sicherheit. KI ist nur die perfekte Form davon. Ich gebe dir ein Experiment mit, 1 Woche. Jede Entscheidung, die du triffst, egal wie klein, triffst du allein. Kein Googlen, kein ChatGPT, kein Claude, keine KI. Keine Bewertung lesen, kein Freund anrufen für Bestätigung. Nur du und dein Bauch. Und dann merkt ihr, wie sich das anfühlt. Das Unbehagen, die Angst, falsch zu wählen, die Stille, wenn niemand sagt, gute Entscheidung. Das ist nicht Schwäche. Das ist der Muskel, der wieder lernt zu arbeiten. Die Frage ist nicht, ist KI gut oder schlecht zum Entscheiden? Die Frage ist, wann hast du zuletzt etwas entschieden, das sich unbequem angefühlt hat? Ohne vorher jemanden zu fragen, ohne Absicherung. Einfach weil du es wusstest, nicht im Kopf, im Bauch. Wenn du das noch kannst, halte es fest. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist Freiheit. Und Freiheit ist das Einzige, was keine Maschine simulieren kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war André dekodiert.